Das Thema CarPlay im Wohnmobil nachrüsten, unser Thema heute, die Alternative. Herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde und Mitreisenden, hier zu dem Video Alternative CarPlay Android Auto nachrüsten im Wohnmobil oder im Camper, ohne großes Autoradio auszubauen, umzurüsten und so weiter. Das zeigen wir euch hier in dem Video. Viel Spaß, bleibt sehr gerne dran. Bis gleich. Ja, schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Mein Name ist Uwe von Womo Reisen, Viola und Uwe. Wir haben schon lange nach einer Alternative gesucht, CarPlay hier in unserem Auto nachzurüsten. Wir haben ja ein sehr gutes Radio verbaut, das wollen wir auch nicht weggeben. Super Klang, super Anlage, aber das Radio ist nicht CarPlay oder Android Auto fähig. Somit haben wir uns eine Alternative überlegt, haben uns umgeschaut auf dem Markt. Carport Go heißt das Gerät, was wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das wollen wir euch mal zeigen. Auch den Verbau, wie funktioniert das Ganze. Wir packen das Ganze mal aus. Wir haben hier das CarPlay Gerät und dann haben wir noch Zubehör. Wir haben das Ganze schon einmal ausgepackt. Wir haben hier dazu einmal die Halterung für den Bildschirm, wie das ausschaut. Die Halterung für den Bildschirm. Dann haben wir einen Anschluss über USB, wo man hier zum Beispiel Sticks mit Musik anschließen kann. Das ist für einige bestimmt interessant. Dann haben wir hier nochmal Klebepads. Das große Klebepad für den Bildschirm haben wir schon verbaut, weil der 24 Stunden ohne Last hier angeklebt werden sollte. Dann haben wir natürlich das Gerät. Die Herstellerfirma wirbt hier mit dem Slogan: das einzige kabellose CarPlay Portable Bildschirm der Welt. 60 FPS, das werden wir mal testen, bietet ein super flüssiges Benutzererlebnis. Schnelle Reaktion und klein jetzt hier in der Handhabung. Das Ganze soll funktionieren über Bluetooth-Display. Das heißt, wir können unser Autoradio und unsere Handys bzw. unsere Apple-Geräte, Android funktioniert natürlich auch, mit diesem Gerät verbinden. Der Ton wird über das Bluetooth an das Autoradio ausgegeben und der Bildschirm zeigt nur die Bilder an und unterstützt natürlich auch die Multifunktionstasten, was CarPlay oder Android Auto so bietet. Wir packen das Ganze mal aus. Wir haben hier, als erstes haben wir hier den Bildschirm. Der Bildschirm hat hier eine Größe von 22,5 cm in der Breite und 10 cm in der Höhe und wird natürlich hier an dieser Halterung fest montiert. Die Verpackung ist super, er liegt wunderbar drin, also dass hier nichts beschädigt wird. Dann haben wir hier das Netzkabel über USB, also so ganz kabellos ist es ja nicht, aber wir haben hier einen Ein- und Ausschalter, eine schöne Länge von einem Kabel für den Stromanschluss. Dann haben wir noch einmal eine Halterung speziell zum Aufkleben, nicht nur die Verlängerung, sondern auch speziell zum Aufkleben auf das Armaturenbrett oder wo ihr das ganz einfach machen möchtet. Dann nochmal separat eine Ersatzhalterung, wo ihr den Bildschirm hier befestigen könnt. Also Möglichkeiten bestehen natürlich hier ohne Ende. Und dann haben wir noch hier einen USB-C und nochmal einen USB-Anschluss für das Gerät, wo man verschiedene Geräte mit diesem Bildschirm verbinden kann. Dann haben wir hier nochmal M3 Klebestreifen. Hier haben wir diesen sogenannten Full-Laminationsbildschirm. Der Bildschirm ist nahtlos und mit dem Gehäuse integriert.
was einen eleganten, ganz schwarzen Aussehen natürlich hier verleiht und das visuelle Erlebnis verbessert. Ich halte das mal ein bisschen hier ins Licht, dass ihr das mal seht mit diesem schwarzen. Wir haben zwar hier noch die Folie drauf, die werden wir dann natürlich abziehen. Jetzt haben wir hier den Bildschirm. Der Bildschirm hat natürlich hier hinten dran die Halterung, wo man das befestigen kann. Im Wohnmobil die Anschlüsse zum Gerät haben wir jetzt hier. Einmal das Netzkabel, da haben wir auch noch ein separates Autokabel, was man jetzt fest an die Batterie schließen kann, mit dabei. Und dann haben wir hier ein Audioanschluss. Klinke ist das 1,5, denke ich mal, ne 2,5. Dann einen AV-In-Anschluss und dann haben wir noch mal einen separaten Mikrofonanschluss, damit ihr ganz einfach frei telefonieren könnt, und dann noch mal einen USB-C-Anschluss, wo jetzt diese Kabel rankommen für dein USB-Geräte, die du hier anschließen möchtest. Ja, jetzt werden sich natürlich auch viele fragen, warum tauscht ihr diesen Bildschirm aus und nicht euer Navigations- oder euer Autoradio? Ganz einfach darum, unser Autoradio, was wir hier im Wohnmobil verbaut haben, ist abgestimmt und stimmig auf unsere Soundanlage, die wir hier verbaut haben im Wohnmobil. Es gibt natürlich Autoradios, die natürlich CarPlay und Android autofähig sind. Wir möchten das nicht umrüsten, somit haben wir uns nach einem externen Gerät, was uns das CarPlay bietet, hier gesucht, und wir sind natürlich von der Navigation her die klassischen Google Maps Navigatoren. Wir haben zwar über 3,5 Tonnen, aber wir lesen natürlich Verkehrsschilder und wir denken natürlich noch ein bisschen mit beim Fahren. Somit ist das für uns die absolute Alternative, Google Maps hier zur Navigation zu verwenden. Wir haben das bisher mit dem iPad gemacht, aber die Halterung im Fiat, die kennen wir ja mit dem Klemmbrett, ist nicht so die ultimative Endlösung gewesen. Somit haben wir uns für einen externen Bildschirm, wie wir es hier haben, entschieden. Ob das die richtige Lösung für uns ist, bleibt natürlich abzuwarten. Zu 99% soll sich das Gerät mit allen Geräten über Bluetooth verbinden. Wir haben hier verschiedene Haltermöglichkeiten dabei. Portabler Bildschirm, also man kann den auch schnell abmachen, jetzt im Wohnmobil und irgendwo verstauen. Wir haben das automatische Umschalten CarPlay Android Auto, das wechselt automatisch, auch automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus. Die Zeiteinstellung ändert sich, die Gestenumschaltung unterstützt das Herunterwippen der Gesten zum manuellen Umschalten zwischen Tag und Nacht zum Beispiel. Die automatische Helligkeitsanpassung, und hier haben wir auch eine Auflösung von 1920 mal 720, eine überlegene Farbwiedergabe und natürlich auch eine Klarheit im Vergleich zu anderen Bildschirmen. Die hohe Helligkeit kann man einstellen, was natürlich auch hier einzigartig macht, das 60 FPS CarPlay. Hier wollen wir jetzt diesen Bildschirm auf diese Grundplatte montieren. Das hängt jetzt hier leicht über unser Armaturenbrett und wir haben hier unten die Auflage. Somit wippt das Gerät nicht so doll. Wir werden das sehen, wir testen das Ganze nochmal und wir werden das Ganze dann beurteilen. Dann haben wir hier vorne ein App zum Einstellen von dem Gerät. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig sehen kann. Die Systemeinstellung, verschiedene Sprachen, dann Bluetooth, ihr könnt hier alle Geräte verbinden, dann die Anzeige, Nachtsicht, Helligkeit, den Hintergrund von CarPlay oder Android. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, verschiedene Logos einzublenden. Das wollen wir natürlich mal testen. Reicht uns die Bildschirmgröße aus? Ja oder nein? Das CarPlay Display mit 60 FPS.
Das stellen wir mal ein, mal sehen, wo wir das hier einstellen können. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Die Ausgabe Display FM, also es gibt nicht nur diese Bluetooth-Ausgabe, wo ihr das verbinden könnt mit eurem Autoradio, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, über FM zu gehen, über AUX zu gehen, also die verschiedenen Möglichkeiten. Rechtslaufwerk, Modus 60 FPS ist hier eingeschalten und Timeout, CarPlay, also das heißt, wenn es zurückgehen soll nach 10 Sekunden, schaltet sich, wenn ihr die Einstellungen habt, schaltet sich das zurück auf CarPlay. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, in der Zwischenzeit sind einige Wochen vergangen. Wir haben das CarPlay intensiv getestet, ob das was für uns ist und ob das funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind hellauf begeistert, wie es funktioniert, denn das Display ist kleiner. Wir haben ja bisher hier das iPad genutzt. Wir bleiben bei dem Car-Display, wie wir es jetzt hier verbaut haben. Wir haben bloß noch einige Veränderungen gemacht mit der Halterung. Zum Beispiel haben wir diese Halterung gewählt. Den langen Arm haben wir weggelassen. Wir schalten mal ein. Wie ihr wisst, haben wir ja das alles zentral über die Aufbaubatterie hier gesteuert. Wir haben hier einen Schalter, da schaltet es uns automatisch an. Jetzt haben wir hier das Logo, was man mit einblenden kann. Jetzt fährt das Display hoch und koppelt sich automatisch, wie wir hier sehen können. So schnell geht das. Das geht schneller, als unser Radio hochgefahren ist. Was ein großer Vorteil ist von dem Display, was wir hier verbaut haben, es ist von der Bildschirmgröße nicht mehr so sehr groß, aber sehr übersichtlich und natürlich breit. Das passt sich auch wunderbar hier ins Cockpit ein und wir können beide natürlich hier das sehen, was wir sehen wollen, die Route, die Musiksteuerung, was wir jetzt alles hier drüber laufen haben. Wir haben zum Beispiel dann hier Stellplätze drauf, die gängigen Park-Bezahl-Apps, Parkstar haben wir hier drauf, dann Easy Park und so weiter, Tank-Apps für die Preise. Dann haben wir hier das App drauf von unserer Kühlschranksteuerung, zum Beispiel Kühlschrank und Kühlbox. Ganz einfach mal zu dem CarPlay Monitor. Das CarPlay Display, so wie wir es jetzt hier haben, werden wir euch auf jeden Fall mal verlinken. Da haben wir die richtige Lösung gefunden fürs Wohnmobil, natürlich auch für einen PKW und extra wegen dem CarPlay ein neues Radio verbauen, halten wir jetzt hier nicht für notwendig. Dazu mal wir ja mit unserer Anlage zufrieden sind. Wir sind hellauf begeistert, wir haben das ja jetzt die letzten Wochen getestet. Wenn euch das Video gefallen hat, ganz einfach Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zum Display oder Anregungen, dann schreibt es ganz einfach unten in die Kommentare rein. Den Link dazu werden wir unten in der Videobeschreibung mal mit verlinken, damit ihr das alles mal nachlesen könnt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss.